Je weniger du aktiv spachtelst und je mehr du dem Marmormehl die Arbeit überlässt, umso schöner wird dein Bild. Schau dir die einzelnen Schritte in diesem Video an. Für dieses Werk habe ich mir eine Leinwand von 40 x 50 cm ausgesucht. Jetzt geht es zunächst mal an das Mischen des Marmormehls. Ich habe hier schon einmal 400 Gramm abgewogen. Und nun kommt Binder dazu und ich versuche das zuerst mal hier mit einer kleineren Menge, das sind 200 Gramm, die ich jetzt abmesse. Und meine Erfahrung ist, dass wirklich so viele verschiedene Binderprodukte auf dem Markt sind, dass man eigentlich gar nicht mehr genaue Grammangaben machen kann. Das heißt, ihr müsst euch wirklich auf euer Gefühl verlassen und das bedeutet im Anfang immer etwas zu wenig Binder zu nehmen, weil wir überschätzen das, was an Binder gebraucht wird. Und das war für mich hier die Richtschnur. Ich versuche es zunächst mal mit der Hälfte. Das reicht nicht, das merke ich jetzt. Aber es ist dann nur noch wenig, was ich zugebe, weil das Marmormehl im Rühren immer geschmeidiger wird. Und tatsächlich die Menge, die wir im Anfang für zu wenig halten, plötzlich sich als genau die richtige herausstellt. Das heißt, geht vorsichtig damit um, rührt eure Menge zusammen und irgendwann merkt ihr, Marmormehl und Binder verbinden sich und dann fängt diese Masse an zu schmatzen. Das kann man tatsächlich hören, wenn es die richtige Konsistenz hat. Dann merkt ihr auch plötzlich, geht das Rühren leichter. Das ist jetzt bei mir gerade der Fall. Es wird homogen. Es bildet eine einheitliche Masse, da ist also kein Marmormehl mehr über und das ist dann die Konsistenz, die ihr braucht und dann bilden sich auch die Risse, weil nicht zu viel Binder da drin enthalten ist. Ich nehme dann zum Auftragen des Marmormehls ein Mahlmesser, damit kann ich deutlich besser die Masse verteilen, als es zum Beispiel mit einem Spachtel der Fall ist. Und bei so einer größeren Fläche nutze ich erstmal diese Fläche und streiche das Marmormehl ordentlich hin und her. Dadurch könnt ihr die letzten Klümpchen und Marmormehlreste rausdrücken und ihr bekommt wirklich eine ganz geschmeidige Masse, die sich dann super verteilen lässt. Ich starte bei meinen Marmormehlbildern grundsätzlich mit einer kompletten Schicht Marmormehl. Das ist eine dünnere Schicht, da bilden sich auch kaum Risse, aber ich finde es ganz schön, wenn die Leinwand nicht mehr zu sehen ist. Das muss nicht so sein. Ihr könnt natürlich auch einzelne Bereiche nur mit Marmormehl bedecken. Bei dieser Arbeit ist es tatsächlich aber so, dass ich einmal mit Marmormehl grundiere und dann einige Bereiche stärker auftrage, wo sich die Risse bilden sollen. Und am schönsten wird eigentlich deine Marmormehlarbeit, wenn du dann bei den dickeren Aufträgen jetzt auf Muster verzichtest, auch keine konkreten Figuren einbringst, sondern intuitiv das Ganze ausfüllst, dann können sich auch die richtigen Risse bilden. Und es sieht klasse aus.
Und nach 2 Tagen an einem schönen, warmen Ort sieht dann das Werkstück so aus. Die Risse haben sich gebildet an den Stellen, wo das Marmormehl am stärksten aufgetragen war. Das kannst du ein bisschen steuern. Ihr seht die Mitte, wo ich eigentlich nichts mehr aufgetragen habe, die ist dann auch glatt geblieben. Jetzt gilt es, das Ganze einmal zu schleifen. Das muss nicht viel sein, aber wenn du mit der Hand über dein Werkstück gehst, dann sollte es sich gut anfühlen und die scharfen Kanten, die sollten wirklich entfernt werden, auch gerade am Rand, wenn dort etwas Masse übersteht. Und dann geht es an den ersten Farbauftrag. Ich brauche sehr viel Weiß. Weiß ist immer die Grundfarbe bei mir. Und dann kommen die Farben hinzu. Das ist ein Phthalo-Blau, ein Farngrün und Schwarz. Und zunächst geht es wirklich los mit Weiß. Ich schaffe mit dem Weiß eine Grundierung, die aber nicht trocknen soll, sondern die feucht bleibt und ich dann in dieses Weiß hinein die anderen Farben einbringe und auf diese Art und Weise verhindere, dass ich zu schnell zu dunkel bin oder zu blau oder zu schwarz und mich dann nicht mehr in die Helligkeit vorarbeiten kann. Deshalb grundsätzlich Weiß und dann kannst du das prima steuern, wie dunkel dein Farbauftrag wird. Und je nach Dicke deines Farbauftrags muss das jetzt 1 bis 2 Tage trocknen. Dann geht's weiter. Mit der nächsten Farbschicht gleichen wir jetzt ein bisschen das Farbbild an und machen die tiefen Risse sichtbar. Und das geht am besten mit flüssiger Farbe und dazu nehmen wir nochmal das Phthalo-Blau und Schwarz. Du setzt einfach zu den Farben Wasser hinzu und verrührst beide Farben sehr, sehr gut. Aus diesen beiden Farben entsteht ein sehr schönes dunkles Blau. Ich bringe sie aber jetzt hier noch nicht zusammen, also ich mische sie nicht auf dem Teller, sondern das passiert dann immer auf dem Bild und kann natürlich gesteuert werden. In dem einen Bereich ist es mehr blau, in dem anderen ist es dunkler. Du startest mit der helleren Farbe und es wird tatsächlich das ganze Bild eingestrichen und sorge dafür, dass du auch die Farbe in die Vertiefungen bringst.
Und am besten beziehst du jetzt auch schon wieder die Ränder mit ein, sodass du nach und nach die gleiche Färbung dort hast. Dann kannst du mit dem Schwarz einige Bereiche verdunkeln. Das kann aber erstmal nur grob sein und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Das Ganze wird mit der Sprühflasche eingesprüht und verteilt sich dadurch noch etwas besser. Und jetzt kannst du die Farbe wegnehmen, die zu viel ist. Das ist vor allem in diesen helleren Bereichen. Die aufgesprühte Flüssigkeit sorgt dafür, dass sich das sehr gut verteilt, dass sich das sehr gut mischt. Und nun kannst du spielen. Du kannst Farbe einbringen, du kannst Farbe wieder wegnehmen, so wie es dir gefällt. Wenn diese Schicht nach einem Tag trocken ist, dann kannst du entscheiden, ob es noch Helligkeit einzubringen gilt in dein Bild. Das ist bei mir der Fall. Ich wünsche mir da doch noch ein bisschen kräftigeren Farbton und ich habe mir dafür jetzt nochmal alle Farbtöne bereitgestellt, aber hauptsächlich wird es mit diesem sehr kräftigen Gelbgrün gehen und das passiert jetzt mit einer Rolle. Diese Rolle ist eine kleine Farbrolle, die ich an den Kanten mit einer Schere abgeschnitten habe, sodass ich also nicht diese scharfen Rollkanten bekomme und deutlich besser in so einem Bild arbeiten kann. Wenn du mit einer Rolle arbeitest, gewöhne dir an, die Rolle immer in die gleiche Richtung zu bewegen. Wenn du genau hinguckst, ist es nicht vorwärts, rückwärts bei mir, sondern es ist immer in die gleiche Richtung und dadurch wird ein gleichmäßigeres Farbbild erreicht. Und dann startest du einfach mal da, wo es richtig erscheint. Hier bei mir ist das die Mitte. Ich will da ein bisschen mehr dieses leuchtende Gelb einbringen. Und dann schauen wir mal, wohin das Ganze führt. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Diese aufgerollte Farbe ist nach einer Stunde trocken und dann kannst du dein Bild lackieren. Ich nehme hier einen glänzenden Lack, damit die dunklen Farben auch sehr gut rauskommen. Den kannst du ein bisschen mit Wasser verdünnen und dann einfach dein Bild einmal durchlackieren. Achte darauf, dass du auch den Lack gut in diese Vertiefungen bringst,
Das ist zunächst zu viel, dann werden diese Vertiefungen ein bisschen zugeschmiert, aber du kannst sie dann anschließend mit einem dünneren Pinsel wieder freilegen, sodass also dein Bild auch in seiner Schönheit erhalten bleibt.